Der Kliniksektor ist wie viele in der Gesundheitsbranche sehr geprägt von einer großen Regulatorik. Das heißt, wir kriegen sehr, sehr viele Leitplanken von außen vorgegeben. Auch hier muss man beachten, dass bei uns knapp 3000 Mitarbeiter arbeiten. Das heißt, es geht nur mit einheitlichen Regeln. Die größten Herausforderungen im ärztlichen Dienst sind sicherlich, dass je nach Abteilung sehr unterschiedliche Dienststrukturen zum Tragen kommen und im Prinzip jede Art von Schicht auch verplant wird. Das heißt, es ist eine Fülle an tariflichen Vorgaben für diese verschiedenen Dienststrukturen auch zu beachten und dem muss ein Dienstplanprogramm Rechnung tragen. Damit ist Athos oder für uns Intime ein wesentlicher Partner geworden, weil es nur wenige Systeme gibt, die quasi erstens so umsetzen können und zweitens dann aber auch noch die Mitarbeiter oder die Unternehmenswünsche, sage ich mal so, mit einbringen können. Mit PPOGV sind die Pflegepersonaluntergrenzen gemeint und das wird sich in den nächsten Monaten noch mal deutlich verschärfen mit dem neuen System, was PPR 2.0 heißt. Das heißt, hier ist auch das System Intime für uns sehr, sehr hilfreich, dass wir den Mitarbeitern, aber auch nach extern eben diese Transparenz herstellen können. Wie halten wir diese regulativen Vorgaben ein? Unterschreiten wir diese Personaluntergrenzen oder sind wir da im grünen Bereich unterwegs? Wir haben ja im Rahmen dieses Projekts unsere Gesamtdienstvereinbarung ausgearbeitet und haben uns dafür entschieden, dass wir den Mitarbeitern zwei Wege aufzeigen. Einmal, dass sie ganz tariflich behandelt werden und wir haben die Möglichkeit von sogenannten Zeitkonten. Wir konnten die ganzen tariflichen Vorgaben, die es gibt, also was jetzt auch Ruhephasen angeht, was beispielsweise die Zahl an freien Wochenenden pro Monat angeht, die Maximalzahl an Diensten, all diese Dinge konnten umfassend mit eingearbeitet werden und dadurch sind im Prinzip die Rahmenbedingungen schon gesetzt, in denen man den Dienstplan versucht zu planen und damit ist es deutlich erleichtert worden. Das ist eigentlich alles hinterlegt und sobald halt irgendein Fehler auftaucht, das haben wir in der Warnliste, wenn halt irgendwas ein Verstoß ist, was GDV betrifft oder tarifrechtliche Sachen, also kann ich das in der Warnliste aufrufen und bekomme eine Mitteilung. Und eben das Einhalten von den vorgeschriebenen Arbeits- und Ruhezeiten ist natürlich jetzt, weil es in das System hinterlegt ist. Davor war es schon ab und zu der Fall, dass man dann zum Beispiel den Spätschicht gehabt hat und am nächsten Tag Frühschicht und somit halt die Ruhezeit nicht eingehalten hat. Das ist eigentlich seit der Einführung von dem System jetzt eigentlich nicht mehr der Fall. Naja, diese ganzen Themen, die wir jetzt gerade aufgegriffen haben, Transparenz, die Planbarkeit, Flexibilität, rechtliche Vorschriften, tarifliche Vorschriften, das geht nur durch ein modernes Zeiterfassungstool.